Als sich die Aufzugstüren öffneten, sah ich sie vor mir stehen. Nach 7 Jahren, mitten im Flur, eine Akte in der Hand. Ihr Haar war noch immer wellig wie früher, aber ihre Augen wirkten viel müder. Elisabeth. Mein Herz begann so schnell zu schlagen, dass ich innerhalb von Sekunden eine Tachykardie hätte diagnostizieren können. Die Aufzugstüren schlossen sich gerade, aber ich konnte nicht aussteigen. Ich war wie erstarrt. In diesem Moment schien sich der Klang des Flurs verändert zu haben. Die Schritte wurden lauter, das Neonlicht wirkte heller. Mein Mund war trocken. Ich hörte meinen Herzschlag in meinen Ohren. Ich sah sie an wie das EKG eines Patienten, aber diesmal war das Einzige, was ich nicht messen konnte, das, was in mir vor sich ging. Auch sie sah mich, die Akte fiel ihr aus der Hand, die Papiere verteilten sich über den gesamten Krankenhausflur. Trotz der vielen Jahre, die vergangen waren, wirkten wir immer noch genauso aufeinander. »Daniel«, sagte sie. In ihrer Stimme lag Schock, vielleicht auch Angst. »Arbeitest du hier?« Die Aufzugstüren öffneten sich wieder. Der Klingelton des Aufzugs holte mich in die Realität zurück. Ich stieg aus und näherte mich ihr langsam. Wir waren allein im Flur. Es war Mittagspause. Die Krankenschwestern und Ärzte waren in der Kantine. »Ich bin seit 2 Jahren hier«, sagte ich. Meine Stimme klang ruhig. Das war gut. Aber mein Hals war sehr trocken. Als Chefarzt der Herzchirurgie, fügte ich hinzu. Sie bückte sich und begann, die Papiere aufzuheben. Ich half ihr dabei. Als sich unsere Hände auf einem Blatt Papier berührten, zuckten wir beide zurück. Es war wie in einer klassischen Liebesgeschichte. Als hätte uns ein elektrischer Schlag getroffen. Das Gefühl war immer noch dasselbe. 7 Jahre hatten nichts daran geändert. »Ich bin auch neu hier«, sagte sie, als sie aufstand. »Als Internistin, natürlich. Ich hatte gehört, dass sie Medizin studiert hatte, von gemeinsamen Freunden. Elisabeth wollte immer Internistin werden, die Dinge im Inneren lösen, heilen, ohne das Herz zu öffnen. Ich hingegen wollte immer das Herz öffnen. Vielleicht hatten wir uns deshalb getrennt. Ich wollte von außen eingreifen, sie versuchte von innen zu verstehen. »Willkommen«, sagte ich. Was hätte ich sonst sagen sollen? »Viel Erfolg«, ich ging los, zum Arztzimmer am Ende des Flurs. Aber ich hörte ihre Stimme hinter mir. »Daniel, warte«, ich blieb stehen, drehte mich aber nicht um. Ich konnte mich nicht umdrehen. Ich konnte ihr nicht ins Gesicht sehen, denn als ich sie vor 7 Jahren zum letzten Mal gesehen hatte, weinte sie und sagte mir, dass sie gehen müsse. Nach Berlin, zu ihrer Familie. Ihr Vater war krank, ihre Mutter allein. Sie konnte nicht hierbleiben. Und ich konnte den Operationssaal nicht verlassen. Ich war gerade erst eingestellt worden. Ich musste erfolgreich sein. Ich konnte nicht verstehen, dass sie nicht bleiben konnte. »Was ist mit dir passiert?« fragte sie. »Warum hast du nie angerufen?« Ich drehte mich um. Jetzt waren noch andere Leute im Flur. 2 Krankenschwestern schauten uns an. Ein Patient wurde auf einer Trage vorbeigeschoben. Wir konnten dieses Gespräch hier nicht führen. »Nicht jetzt«, sagte ich. »Bitte.« Sie schüttelte den Kopf. Ich konnte nicht erkennen, ob ihre Augen Wut oder Enttäuschung ausdrückten. Dann drehte sie sich um und ging zum anderen Ende des Flurs. Ich betrat das Arztzimmer, schloss die Tür und lehnte mich an die Wand. Hatte ich überhaupt eine Antwort auf ihre Frage? Es war gut, dass wir gut, dass wir in diesem Moment nicht miteinander gesprochen hatten. Vielleicht war ich auf der Flucht, hatte Angst vor der Konfrontation. Das Telefon klingelte. In meiner Tasche. Es war Assistenzarzt Felix. »Dr. Müller, es gibt eine Notfallkonsultation. Intensivstation 3. Etage. Risiko eines Herzstillstands.« »Ich komme«, sagte ich. Ich würde später darüber nachdenken und öffnete die Tür. Die Intensivstation befand sich in der 3. Etage. Als ich in den Aufzug stieg, war Elisabeth auch da. Wir schwiegen beide. Der Aufzug fuhr langsam nach oben. Jede Etage war eine Qual. Endlich kamen wir im 3. Stock an und stiegen beide aus. Wir näherten uns der Schwesternstation. »Dr. Müller, Zimmer Nummer 7«, sagte die diensthabende Krankenschwester Helena. 55-jähriger Patient, Verdacht auf akuten Myokardinfarkt. Elisabeth war neben mir. »Ich wurde auch zur internistischen Konsultation gerufen«, sagte sie zu Helena. Helena schaute in die Akte. »Ja, Dr. Weber, Sie auch für denselben Patienten.« Elisabeth Weber. Sie hieß jetzt Weber. Sie hatte ihren Nachnamen geändert. Jetzt verstand ich, warum sie meinen Nachnamen nicht angenommen hatte. Weil sie mich zurückgelassen hatte. Vollständig. Wir betraten das Zimmer. Der Patient lag im Bett, an einen Monitor angeschlossen, blass.
Seine Tochter saß neben ihm, eine junge Frau, die uns mit besorgten Blicken ansah. »Wird mein Vater wieder gesund?« fragte sie. Elisabeth näherte sich ihm. »Wir werden alles tun, was wir können«, sagte sie mit sanfter Stimme. Dann wandte sie sich mir zu. »Dr. Müller, können wir die Befunde überprüfen?« Wir waren beide ganz auf unsere Arbeit konzentriert. Wir hatten keine emotionale Vergangenheit mit dem Patienten. Wir waren einfach zwei Ärzte, die versuchten, ein Leben zu retten. Ich schaute mir das EKG an. Es gab eine ST-Streckenhebung. Klassisch. Corona-Arterienverschluss. Wir brauchen eine Notfallkatheterisierung, sagte ich. Wir müssen ihn sofort verlegen. Elisabeth nickte. Sie wandte sich dem Patienten zu, überprüfte seinen Puls und untersuchte seine Augen. Dann sah sie seine Tochter an. »Ihr Vater wird operiert. Dr. Müller ist der beste Herzchirurg unseres Krankenhauses. Er ist in guten Händen.« Vor 7 Jahren wäre dieses Lob eines der schönsten Dinge gewesen, die ich hätte hören können. Jetzt tat es nur noch weh. Wir verlegten den Patienten in das Katheterlabor. Der Eingriff dauerte 2 Stunden. Ich setzte einen Stent ein, die Arterie wurde geöffnet, der Blutfluss normalisierte sich, der Patient war stabil. Es war ein Erfolg. Ich hatte schnell und umsichtig gehandelt. Als ich den Behandlungsraum verließ, wartete Elisabeth auf mich. Sie stand im Flur, die Hände gefaltet und schaute aus dem Fenster. Von dort aus konnte sie den Krankenhausgarten sehen. Bäume, Bänke, Angehörige von Patienten. Eine stille Szene. »Das hast du gut gemacht«, sagte sie, ohne sich umzudrehen. Ich ging zu ihr hin. »Du auch. Deine Diagnose war richtig«, sagte ich. Wir schwiegen, wir schauten aus dem Fenster, wie zwei Fremde, aber das waren wir nicht. Früher standen wir immer so da, nach der Schicht, müde, mit Blick auf den Krankenhausgarten. Wir sprachen über unsere Träume. Sie würde Internistin werden, ich Herzchirurg. Wir würden zusammen arbeiten, zusammen alt werden. Aber das gehörte nun der Vergangenheit an. Nach all den Jahren war es natürlich normal, dass wir uns fremd waren. »Warum bist du hierher gekommen?« fragte ich endlich. »Weil mein Vater gestorben ist«, sagte sie. Ihre Stimme war ruhig, aber brüchig. »Letztes Jahr, meine Mutter vor 2 Jahren. In Berlin ist niemand mehr übrig. Als niemand mehr da war, wollte ich an den Ort zurückkehren, an dem ich früher gelebt habe. Und hier warst du.« Ich drehte mich zu ihr um. »Wo warst du 7 Jahre lang?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Oh, du warst hier. Du warst im Operationssaal, bei deinen Patienten. Ich hatte dich schon verloren, Daniel. Als ich ging und als ich nicht zurückkam, warst du immer schon weg. Du hast nicht angerufen«, sagte ich. »Du hast nie angerufen. Du hast auch nicht angerufen«, sagte sie. Und ich hatte gesagt, dass ich zurückkommen würde. Ich dachte, du würdest warten. Aber als ich 1 Jahr später aus Deutschland zurückkam, warst du mit jemand anderem verlobt.« Ich erstarrte. »Woher weißt du das?« »Sophia hat es mir gesagt, unsere gemeinsame Freundin. Sie sagte, du seist verlobt und glücklich.« Ich lachte. Es war ein bitteres Lachen. »Sophia weiß also alles, aber sie hat dir sicher nicht gesagt, dass wir uns getrennt haben. Die Verlobung dauerte 4 Monate. Denn ich dachte immer noch an dich«, sagte ich. Mein Leben war zu dieser Zeit so durcheinander, dass ich keine klaren Entscheidungen treffen konnte, und dann löste ich die Verlobung. Ich durfte keine weiteren Fehler machen. Das war mir zumindest klar. Elisabeth bedeckte ihr Gesicht mit den Händen. »Mein Gott, Daniel, was haben wir getan?« »Wir haben unser Leben ruiniert«, sagte ich. »Das haben wir getan.« Das Telefon klingelte. Wieder Felix. »Dr. Müller, Notfalloperation, Aortendissektion. Sie müssen sofort kommen.« »In 10 Minuten bin ich da«, sagte ich und legte auf. Ich sah Elisabeth an. »Ich muss gehen.« Sie nickte. »Ja, geh. Du gehst sowieso immer.« Das war unfair, aber ich konnte nichts erwidern. Denn sie hatte recht. Ich ging immer weg. In den Operationssaal, zu meinen Patienten, zum Erfolg. Aber zu ihr konnte ich nie gehen. Es war eine große, schwere Entscheidung für mich, meine Karriere, in die ich so viel Arbeit gesteckt hatte, aufzugeben und nach Berlin zu gehen, um Elisabeth zu unterstützen. Aber das änderte nichts an der Tatsache, dass ich sie damals nicht unterstützt hatte. Ich ging mit schnellen Schritten den Flur entlang. Die Operationssäle befanden sich im 2. Stock. Der Aufzug kam nicht, also nahm ich die Treppe, 3 Stockwerke hinunter. Außer Atem betrat ich den Operationssaal. Das Team war bereit. Der Patient lag bereits auf dem Tisch.
ein Mann um die 60. Seine Aorta war gerissen. Er hätte innerhalb von Minuten sterben können. Ich wusch mir die Hände, zog meine Schürze an und streifte die Handschuhe über. Ich stellte mich unter die Operationslampe. Das war mein Bereich. Das war der einzige Ort, den ich kontrollieren konnte. Hier konnte ein Herz stehen bleiben, aber ich würde es wieder zum Schlagen bringen. Hier konnte der Blutfluss unterbrochen werden, aber ich würde ihn wieder in Gang setzen. Das war der einzige Bereich, in dem ich mich stark fühlte. Deshalb war ich Arzt geworden. Mein Traum war es, Menschenleben zu retten und dafür alles zu tun, was in meiner Macht stand. Und jeden Tag tat ich genau das. Hier hingen Leben und Tod von mir ab. Aber Elisabeth hatte nie von mir abgehangen und ich hatte sie nie kontrollieren können. Die Operation dauerte 5 Stunden. Die Aorta wurde repariert, der Patient war stabil, sie war erfolgreich. Aber als ich fertig war und im Umkleideraum saß, zitterten meine Hände. Nicht vor Erschöpfung, wegen Elisabeth. Ich nahm mein Handy in die Hand. Ich kannte ihre Nummer nicht. Sie hatte sie wohl vor 7 Jahren geändert, aber sie war im Krankenhaussystem gespeichert. Innere Medizin, Dr. Elisabeth Weber, Durchwahl 4782. Ich rief an. Es klingelte 3-mal. Dann nahm sie ab. Dr. Weber, ich bin Daniel, sagte ich. Können wir reden? Stille, lange Stille. Dann, nach Schichtende, um 6 Uhr, Cafeteria. Okay, sagte ich und legte auf. Es war 4 Uhr, ich hatte 2 Stunden Zeit, 2 Stunden warten, 2 Stunden nachdenken, 2 Stunden in Erinnerungen zu versinken. Ich ging zum Arztzimmer. Es war leer. Ich schaute aus dem Fenster. Der Krankenhausgarten war immer noch da, er hatte sich nicht verändert, die Bänke, die Bäume, die Menschen, aber ich hatte mich verändert. Elisabeth hatte sich auch verändert, wir waren nicht mehr die, die wir einmal gewesen waren. Um 5 Uhr fand der Schichtwechsel statt, das neue Team kam. Ich hatte technisch gesehen Dienstende, konnte aber nicht gehen. Ich ging in die Cafeteria. Ich war zu früh. Ich suchte mir einen Tisch in der Ecke. Ich holte mir einen Kaffee, ich trank ihn nicht. Ich hielt ihn nur in der Hand. Es war schon nach 6, aber sie war immer noch nicht da. Ich begann zu glauben, dass ich für sie nicht kommen würde, aber ich wartete trotzdem. Ich schaute jede Minute auf die Uhr, um 6:30 kam sie. Sie war zu spät. Sie entschuldigte sich und setzte sich. Es gab einen Patienten, akute Lungenentzündung. Ich habe ihn an die Assistenzärzte übergeben, aber ich wollte mich vergewissern. Ich verstehe, sagte ich. Ich verstand es wirklich. Ich hätte das Gleiche getan. Sie holte sich auch einen Kaffee. Wir tranken beide nicht. Wir sahen uns nur an. Nach 7 Jahren, zum ersten Mal sahen wir uns wirklich an. Es tut mir leid, sagte ich. Der erste Satz kam von mir. Nicht, weil ich dich verloren habe, sondern weil ich dich nie angerufen und gefragt habe, wie es dir geht. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, aber sie weinte nicht. Es tut mir auch leid, weil ich dachte, du würdest nicht zurückkommen, weil ich nicht um dich gekämpft habe. Wir sind so dumm, sagte ich. Wir sind so dumm, sagte sie. Und zum ersten Mal lächelte sie. Ein kleines, zerbrechliches Lächeln. Aber es war echt. Was machen wir jetzt? Fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte sie. Was möchtest du machen? Von vorne anfangen, sagte ich, ohne nachzudenken. Wenn es möglich ist, wenn du es möchtest. Sie war erst heute wieder in meinem Leben, aber der Grund für meine Entschlossenheit war, dass ich wusste, dass ich sie immer noch liebte. Nach all den Jahren, nach einer gescheiterten Verlobung, war sie der Grund, warum ich bestimmte Dinge nie wirklich losgelassen hatte. Ich wollte auf keinen Fall länger getrennt sein. Sie streckte ihre Hand über den Tisch aus. Ich streckte meine ebenfalls aus. Unsere Finger berührten sich. Es war wieder wie früher. Es war also nie weg gewesen. Ich möchte auch von vorne anfangen, sagte sie. Aber langsam, denn letztes Mal waren wir zu schnell und haben alles ruiniert. Langsam, sagte ich. Ich verspreche es. Das Telefon klingelte. Bei uns beiden. Zur gleichen Zeit. Notfallcode. Die Lautsprecheranlage des Krankenhauses sprang an. Code Blau, Intensivstation, Zimmer Nummer 7. Alle Teams sofort. Meine Schicht war zu Ende, aber Gesundheit geht vor. Zimmer Nummer 7. Der Patient mit dem Myokardinfarkt von heute. Der Mann, den wir gemeinsam behandelt hatten. Wir rannten los. Wir verließen die Cafeteria, rannten den Flur entlang zum Aufzug. In den 3. Stock. Intensivstation.
Zimmer Nummer 7. Wir gingen hinein. Der Patient hatte wieder einen Herzstillstand. Der Monitor zeigte eine gerade Linie. Das Team führte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch. Es herrschte Chaos. Elisabeth begann sofort mit der internistischen Einschätzung. Es könnte ein Elektrolytungleichgewicht sein, eine Medikamentenreaktion oder ein neuer Infarkt. Ich überprüfte den Herzstatus. Der Stent könnte verstopft sein. Defibrillation. Einmal, zweimal, dreimal. Der Rhythmus kehrte zurück. Aber er war schwach. Er konnte wieder verschwinden. Passen wir die Medikamente an, sagte Elisabeth. Erhöhen Sie die Adrenalindosis. Beginnen Sie mit der Elektrolytsubstitution. Wir müssen den Stent überprüfen, sagte ich. Möglicherweise ist eine erneute Katheterisierung nötig. Wir arbeiteten zusammen, genau wie vor 7 Jahren. Sie von innen, ich von außen. Sie mit den Medikamenten, ich mit den Verfahren. Und der Patient war stabil. Wieder. Als wir den Raum verließen, waren wir beide verschwitzt und erschöpft. Aber wir waren am Leben. Wir waren wirklich am Leben. Gute Arbeit, sagte ich. Du auch, sagte sie und lächelte. Ein echtes Lächeln. Wir gingen den Flur entlang. Wir kamen zum Aufzug. Wir fuhren zusammen hinunter. Ins Erdgeschoss. Zur Cafeteria. Unsere Cafés standen noch da. Sie waren kalt geworden, aber wir tranken sie. Denn wir waren beide sehr müde und brauchten Energie, um neu anzufangen. Morgen, sagte ich, trinken wir wieder Kaffee. Morgen, sagte sie, aber diesmal ohne Notfälle. Das kann ich nicht versprechen, sagte ich. Wir sind hier im Krankenhaus. Sie lachte. Du hast recht. Dann trinken wir unseren Kaffee eben zusammen mit den Notfällen. Wir standen auf, verließen die Cafeteria, gingen nach draußen zum Haupteingang des Krankenhauses. Es war dunkel geworden. Man sah Sterne. Etwas, das man am Himmel über Köln selten sieht. Gute Nacht, Daniel, sagte sie. Gute Nacht, Elisabeth, sagte ich. Sie drehte sich um und ging. Ich ging auch in entgegengesetzte Richtungen, aber morgen würden wir wieder am selben Ort sein, im selben Krankenhaus, in denselben Fluren und vielleicht diesmal sogar im selben Leben. War ich glücklich? Ich glaube schon. Ich fühlte mich so glücklich wie schon lange nicht mehr. Es war, als hätte ich einen Knoten gelöst, an dem ich 7 Jahre lang gezogen hatte. Vielleicht würde es nicht klappen, vielleicht würden wir uns entscheiden, nicht wieder zusammenzukommen, aber ich hatte ein gutes Gefühl und wollte daran glauben. Am nächsten Morgen kam ich früh ins Krankenhaus. Normalerweise begann meine Schicht um 9, aber ich war schon um 7 da. Nicht, um Elisabeth zu sehen. Zumindest redete ich mir das ein. Aber ich hatte eine Rose in der Hand. Ich war definitiv nicht nur ein Arzt, der früh gekommen war. Ich würde die Morgenberichte überprüfen, die Patienten besuchen und mich auf neue Operationen vorbereiten. Aber als ich in den Aufzug stieg, war sie auch da. Mit ihrem weißen Kittel, einem Kaffee in der Hand und zusammengebundenen Haaren. Als sie mich sah, blieb sie stehen. »Bist du auch so früh gekommen?« fragte sie. »Aus Gewohnheit«, sagte ich. Das war keine Lüge, aber es war auch nicht die ganze Wahrheit. »Ich auch«, sagte sie. Sie lächelte. »Alte Gewohnheiten lassen sich schwer ablegen.« Und dann reichte ich ihr die Rose. »Für mich?« fragte sie überrascht. »Ja«, sagte ich. Aber schon beim Sprechen war meine Stimme voller Aufregung. Ich war ein Arzt, der so viele schwierige Dinge erlebt hatte. Und doch fiel es mir schwer, ihr einfach eine Rose zu schenken. »Danke, das freut mich sehr«, sagte sie. Ich war erleichtert. Ich hatte wohl befürchtet, sie würde sagen, ich würde zu schnell vorgehen. Wir stiegen gemeinsam aus dem Aufzug. 2. Stock. Meine Abteilung. Herzchirurgie. Sie musste in den 3. Stock zur inneren Medizin, aber sie blieb stehen und ging mit mir mit. Wir müssen heute unseren gemeinsamen Patienten untersuchen, sagte sie. Zimmer Nummer 7, Herr Friedrich. Herr Friedrich, sagte ich. Wir hatten also seinen Namen erfahren. Gestern hatten wir nur von einem Myokardinfarkt-Patienten gesprochen. Jetzt hatte er einen Namen. Er hatte eine Familie. Er hatte ein Leben. Wir gingen auf die Intensivstation. Es war still am Morgen. Der Schichtwechsel hatte noch nicht begonnen. Nur die Nachtschicht war da, müde, aber wach. Schwester Helena sah uns. Dr. Müller, Dr. Weber, Herrn Friedrich geht es gut. Die Nacht verlief stabil. Der Rhythmus ist regelmäßig, der Blutdruck normal. Die Sauerstoffsättigung liegt bei 98%. Können wir ihn sehen? Fragte Elisabeth. Natürlich. Wir betraten das Zimmer. Herr Friedrich war wach. Seine Tochter saß neben ihm und schlief auf einem Stuhl. Als sie uns sah, sprang sie auf.
»Doktor«, sagte sie, »wird mein Vater wieder gesund?« Elisabeth näherte sich ihm. Sie hielt seine Hand. »Ihr Vater ist ein starker Mann. Die Nacht ist gut verlaufen. Jetzt müssen wir ihm etwas Zeit geben. Sein Herz muss sich erholen.« Das Mädchen begann zu weinen, vor Glück. »Danke, vielen Dank«, sagte sie. Sie brauchte offenbar unsere Zusicherung, dass es ihrem Vater gut gehen würde. Das war das Schöne an meiner Arbeit. Ich trat zu Herrn Friedrich, überprüfte seinen Puls, sah mir die Monitore an, hörte die Lunge ab. Alles war in Ordnung. Der Stent funktionierte, sein Herz schlug, das Blut floss. Das Leben ging weiter. »Wie fühlen Sie sich?« fragte ich. »Ich bin müde«, sagte er. Seine Stimme war leise, aber klar. »Aber ich lebe, dank Ihnen allen. Wir haben nur unsere Arbeit gemacht«, sagte ich. »Ja, schon, aber«, sagte er. Seine Augen füllten sich mit Tränen. »Sie haben mir mein Leben zurückgegeben. Ich werde meine Tochter sehen können. Ich werde meine Enkelkinder sehen können. Dafür bin ich Ihnen dankbar.« Ich sah Elisabeth an. Sie sah mich auch an. Das war etwas, das jeder Arzt gerne hört. Wir waren nicht nur Ärzte, wir waren Lebensretter. Und vielleicht, nur vielleicht, konnten wir auch einander retten. Wir verließen den Raum und blieben im Flur stehen. Das Morgenlicht drang durch die Fenster. Das Krankenhaus erwachte. Der Schichtwechsel begann. Neue Ärzte kamen, Krankenschwestern gingen, Patienten gingen, neue kamen. Das Leben drehte sich weiter. »Kaffee?« fragte Elisabeth. »Immer«, sagte ich. Wir gingen hinunter in die Cafeteria. Wir holten uns heißen Kaffee. Wir setzten uns an den Ecktisch. Denselben Tisch. Den Tisch von gestern. Vielleicht würde das unser Tisch werden. »Ich muss dich etwas fragen«, sagte sie. »Und ich möchte, dass du ehrlich bist.« »Frag«, sagte ich. »Warst du in diesen 7 Jahren jemals glücklich?« Ich dachte nach. Ich dachte lange nach. Ich nippte an meinem Kaffee. Ich schaute aus dem Fenster. Dann wandte ich mich wieder zu ihr. Im Operationssaal war ich glücklich. Wenn ich ein Herz in den Händen hielt, es zum Schlagen brachte, Leben rettete, dann war ich glücklich. Aber draußen, nein, draußen war ich nie glücklich. Sie schüttelte den Kopf. Ich auch nicht. Ich war eine erfolgreiche Ärztin in Berlin. Ich hatte ein gutes Leben. Aber du warst nicht da. Und ohne dich war nichts genug. Ich hatte eine Verlobte, sagte ich. Ich habe dir ihren Namen genannt. Es dauerte 4 Monate. Sophia hat sie mir vorgestellt. Sie war eine gute Frau, schön, intelligent, verständnisvoll. Aber sie war nicht du. Und ich habe sie immer mit dir verglichen. Das war nicht fair, sagte Elisabeth. Ich weiß, sagte ich. Deshalb haben wir uns getrennt, weil sie mehr verdient hat, jemanden, der sie wirklich liebt. Hast du mich wirklich geliebt? Fragte sie. Ihre Stimme klang brüchig. Oder hast du nur die Idee geliebt? Die Idee, mit mir zusammen zu sein? Ich habe dich geliebt, sagte ich. Zum ersten Mal sprach ich es laut aus. Zum ersten Mal in 7 Jahren. Ich liebe dich immer noch. Es hat nie aufgehört. Es ist nie verschwunden. Jeden Tag, bei jeder Operation, bei jedem Patienten habe ich an dich gedacht. Sie nahm meine Hand, über den Tisch, hinweg, fest. Ich habe dich auch geliebt, sagte sie. Ich liebe dich immer noch. In Berlin habe ich jeden Tag an dich gedacht. Ich habe darüber nachgedacht, zurückzukommen. Aber ich hatte Angst, dich wieder zu verlieren. Deshalb bin ich nicht gekommen. Aber jetzt bist du hier, sagte ich. Jetzt bin ich hier, sagte sie. Zum Glück war sie zurückgekommen. Was wäre, wenn sie nie den Mut gefunden hätte? Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, klingelte das Telefon. Felix. »Dr. Müller, Konsultation, 5. Stock, Patient mit Herzinsuffizienz. Kein Notfall, aber Sie müssen ihn heute untersuchen.« »Ich komme«, sagte ich. Elisabeth ließ meine Hand los. »Geh«, sagte sie. »Ich muss mich um meine Patienten kümmern. Treffen wir uns in der Mittagspause«, sagte ich. »Wieder hier, um 1 Uhr.« »Okay«, sagte sie. »Um 1 Uhr.« Ich ging in den 5. Stock. Die Patientin mit Herzinsuffizienz war eine 70-jährige Frau. Frau Ingrid. Chronische Herzinsuffizienz, fortgeschrittenes Stadium. Die Medikamente reichten nicht mehr aus. Sie brauchte eine Transplantation, stand aber aufgrund ihres Alters nicht auf der Liste. »Wie viel Zeit habe ich noch?«, fragte sie. Direkt, ohne Angst.
Ich musste ehrlich sein. Mit der richtigen Behandlung ein paar Monate, vielleicht ein Jahr, aber es wird nicht einfach. Ich weiß, sagte sie, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte nur meine Enkelkinder noch ein letztes Mal sehen. Sie sind in Hamburg, sie kommen in einem Monat. Ein Monat, sagte ich. Um einen Monat können wir kämpfen. Wir ändern das Protokoll, erhöhen die Diuretika, passen die Belastung an. Das ist möglich. Sie lächelte. Sie sind ein guter Arzt. Sie geben mir Hoffnung. Auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Funke ist. Es ist kein Trugbild, sagte ich. Es ist eine Chance. Und ich verspreche Ihnen, Frau Ingrid, Sie werden Ihre Enkelkinder sehen. Als ich das Zimmer verließ, sah ich Elisabeth im Flur. Sie kam aus einem anderen Zimmer. Der 5. Stock war Innere Medizin, ihre Abteilung. »Arbeitest du auch hier?« fragte ich. »Ja«, sagte sie. »5. Stock Innere Medizin und Kardiologie, 6. Stock Onkologie, 3. Stock Intensivstation. Ich betreue alle 3. »Du arbeitest viel«, sagte ich. »Du auch«, sagte sie. »Operationssaal, Intensivstation, Konsultationen, Bereitschaftsdienste. Habe ich dich jemals beim Ausruhen gesehen?« Ich lachte kurz. »Nein, weil ich mich nicht ausruhe.« »Vielleicht solltest du«, sagte sie. »Vielleicht sollten wir beide.« »Wie denn?«, fragte ich. »Wir sind Ärzte. Ausruhen gehört nicht zu unserem Job.« »Dann müssen wir uns einen neuen Job suchen«, sagte sie. Sie scherzte, aber in ihren Augen lag Ernst. Wir arbeiteten bis 1 Uhr, getrennt voneinander. Ich bereitete mich auf die Operationen der nächsten Woche vor. Elisabeth machte Visiten, passte Medikamente an, schrieb Berichte. Aber 2 Minuten vor 1 waren wir beide in der Cafeteria. Wir holten uns Sandwiches. Wir holten uns Kaffee. Wir hatten wenig Zeit, aber es war wichtig. Diese kurzen Pausen, diese kleinen Momente. »Ich möchte dir etwas erzählen«, sagte Elisabeth. »Als ich in Berlin war, kam eines Tages ein Patient in die Notaufnahme. Herzinfarkt. Genau wie gestern. Und ich stand da und dachte an dich. Ich dachte daran, wie du operierst, wie du Herzen rettest. Und dieser Mann starb, weil ich wie erstarrt war, nur ein paar Sekunden. Aber das reichte. Ich war schockiert. Elisabeth, an diesem Tag«, fuhr sie fort, »habe ich mir geschworen, nie wieder zu erstarren. Nie wieder während meiner Arbeit an dich zu denken. Aber ich habe es nicht geschafft. Jeder Patient warst du. Jeder Herzinfarkt war deine Welt. Und ich bin geflohen. Deshalb bin ich hier. Deshalb bin ich zu dir zurückgekommen, weil es kein Entkommen gab.« Ich hielt ihre Hand. »Der Mann war nicht deine Schuld. Du hast dein Bestes gegeben. Manchmal sterben Menschen, egal wie sehr wir uns bemühen.« »Ich weiß«, sagte sie, »aber ich spüre es immer noch, die Schuld, den Verlust und die Angst wieder zu verlieren.« »Mich?«, fragte ich. »Dich«, sagte sie. »Alles. Du wirst mich nicht verlieren«, sagte ich. »Das verspreche ich dir. Dieses Mal bin ich da, wirklich.« Das Telefon klingelte. Bei uns beiden. Wieder Code Blau, wieder Intensivstation. Aber diesmal ein anderes Zimmer. Nummer 12. Ein anderer Patient. Wir rannten nach oben, in den 3. Stock. Intensivstation, Zimmer Nummer 12. Ein junger Mann, um 35, Verkehrsunfall, innere Blutungen, Herzstillstand, CPR lief, Defibrillation, Medikamente, Intubation. Aber es kam kein Rhythmus, eine gerade Linie, Tod. Er war in unserem Alter. Vielleicht hätte er noch ein Leben vor sich gehabt. Ich konnte nicht aufgeben. »Noch einmal«, sagte ich. »Erhöht die Adrenalindosis. Noch einmal schocken.« Elisabeth kontrollierte die Werte. »Der Blutverlust ist zu groß. Wir müssen die Blutung stoppen, sonst verlieren wir ihn, selbst wenn der Rhythmus zurückkommt.« »Dann operieren wir ihn«, sagte ich. »Sofort. Hier. Notfallthorakotomie auf der Intensivstation. Selten. Aber manchmal die einzige Chance.« Ich öffnete den Brustkorb. Ich erreichte das Herz. Das Perikard war gerissen, voller Blut. Ich entlastete es. Jetzt konnte ich das Herz sehen. Still. Bewegungslose Stille. Ich nahm es in die Hand. Direkte Massage. Pumpen, loslassen. Pumpen, loslassen. Rhythmus. Ein Rhythmus, den ich mit der Hand erzeugte. Das Leben lag in meinen Händen.
Elisabeth erhöhte die Medikamente, gab Elektrolyte, begann die Transfusion. Wir arbeiteten zusammen, synchron, wie damals. Und das Herz schlug, einmal, zweimal, dann regelmäßig. Der Rhythmus war zurück. Er ist zurück, sagte ich. Er hat einen Puls. Das Team atmete auf, aber wir waren noch nicht fertig. Ich musste reparieren, stillen, nähen, schließen. Es dauerte, aber schließlich war es geschafft. Der Patient war stabil. Als wir den Raum verließen, waren wir beide voller Blut. Hände, Kittel, Gesicht. Aber wir waren am Leben. Er war am Leben. Und das war alles wert. Ich ging in die Umkleide. Ich duschte. Ich zog einen neuen Kittel an. Als ich herauskam, wartete Elisabeth. Auch sie hatte sich gewaschen. »Kaffee?« fragte sie. »Kaffee«, sagte ich. Wir gingen hinunter in die Cafeteria. Es war inzwischen Abend. Die Schicht war vorbei. Und doch waren wir noch da. Das Krankenhaus hörte nie auf. Der Tod hörte nie auf. Aber das Leben hörte auch nie auf. Heute hätten wir jemanden verlieren können, sagte Elisabeth. Ja, sagte ich, aber wir haben niemanden verloren. Morgen könnten wir jemanden verlieren, sagte sie. Vielleicht, sagte ich, aber heute Nacht, in diesem Moment, haben wir gewonnen. Ich hielt ihre Hand fest, als wollte ich sie nie wieder loslassen. Daniel, sagte sie, ich wollte dich nie verlassen. Das weißt du doch, oder? Ich weiß, sagte ich, und du hast mich nicht verlassen. Du hast mich nur nicht gefunden. Ja, sagte ich habe dich nur nicht gefunden. Jetzt hast du mich gefunden, sagte sie. Jetzt habe ich dich gefunden, sagte ich. Es gab nichts mehr zu sagen. Wir standen auf, wir verließen die Cafeteria zum Haupteingang des Krankenhauses. Es war Nacht, die Sterne waren wieder da, sie leuchteten heller als sonst. Morgen, sagte ich, wieder am selben Ort? Morgen, sagte Elisabeth, aber dieses Mal vielleicht essen wir statt nur Kaffee zu trinken zu Abend. Hier, in der Krankenhauscafeteria. Das Essen ist furchtbar, aber wir wären zusammen. Wir hätten auch draußen essen können, aber wenn wir das Krankenhaus verließen, waren wir müde und wollten nur noch nach Hause. Außerdem war das Krankenhaus unser Ding. Ich lachte. Abendessen in der Krankenhauscafeteria, das romantischste Angebot überhaupt. Für uns reicht es, sagte sie. Wir sind Ärzte und das Krankenhaus ist unser Zuhause. Na gut, sagte ich. Morgen Abendessen, um 7, wenn es keinen Notfall gibt. Wenn doch, gehen wir zusammen, sagte sie. Dann essen wir danach. Abgemacht, sagte ich. Ich küsste sie. Zum ersten Mal, nach 7 Jahren, zum ersten Mal berührte ich ihre Lippen und für einen Moment stand alles still. Das Krankenhaus, die Welt, es gab nur uns, 2 Ärzte, 2 verlorene Seelen, 2 Herzen, die sich wiedergefunden hatten. Wir lösten uns, atmeten, lachten beide leise. »Gute Nacht, Daniel«, sagte sie. »Gute Nacht, Elisabeth«, sagte ich. Sie ging nach Hause, ich ging auch, aber diesmal waren wir nicht mehr allein. Denn morgen würden wir wieder hier sein, zusammen, und dieses Mal würden wir nicht verlieren. Am nächsten Tag war ich um Punkt 7 Uhr in der Cafeteria. Elisabeth war auch da. Wir bekamen das übliche schlechte Krankenhausessen, Kartoffelpüree, zähes Hähnchen, kaltes Gemüse. Aber das war egal, denn wir aßen zusammen. »Ich habe heute Frau Ingrid gesehen«, sagte ich. »Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Sie kann ihre Enkelkinder sehen. Herr Friedrich wurde heute entlassen«, sagte Elisabeth. »Er ist nach Hause gegangen, zu seiner Tochter. Er war glücklich.« »Und der junge Mann aus Zimmer 12?« fragte ich. »Er wurde von der Intensivstation verlegt. Er erholt sich«, sagte sie. Wir lächelten. Kleine Siege, kleine Wunder, jeden Tag. »Weißt du«, sagte Elisabeth, »als wir vor 7 Jahren hier saßen, sprachen wir über die Zukunft, wo wir sein würden, was wir tun würden.« »Ich erinnere mich«, sagte ich. »Du wolltest Professorin für innere Medizin werden. Ich wollte Herztransplantationsspezialist werden. Und wir wollten zusammen sein«, sagte sie, »im selben Krankenhaus, im selben Team, im selben Leben. Jetzt sind wir hier«, sagte ich, »im selben Krankenhaus, noch nicht im selben Team, aber wir könnten im selben Leben sein. Wenn du willst?« »Ich will«, sagte sie, »ich will es sehr.« Das Telefon klingelte. Bei uns beiden. Aber diesmal war es kein Code Blau.
nur der Dienstplan. Operationen, Patienten, Leben. Morgen, sagte ich, wieder Kaffee? Morgen, sagte Elisabeth, wieder Kaffee und jeden Tag, denn wir sind Ärzte und Kaffee ist unser Treibstoff. Wir lachten, standen auf und gingen Hand in Hand durch die Flure. Vor dem Operationssaal, vor der Tür der Intensivstation, in der inneren Medizin, überall. Denn das war unsere Welt. Weiße Flure, sterile Räume, Leben und Tod und jetzt auch Liebe. Einen Monat später sah Frau Ingrid ihre Enkelkinder. Sie kamen aus Hamburg, in ihrem Zimmer umarmten sie sie. Sie weinte vor Glück. 2 Wochen später starb sie, zu Hause, in Frieden. 3 Monate später kam Herr Friedrich zur Kontrolle. Er sah gut aus, seine Tochter war schwanger. Er sagte es uns mit leuchtenden Augen. »Ich werde das Baby nach Ihnen benennen«, sagte er. »Es wird Daniel heißen, wenn es ein Junge wird.« 6 Monate später lud uns der junge Mann aus Zimmer 12 zu seiner Hochzeit ein. »Sie haben mir das Leben geschenkt«, sagte er. »Ich möchte meine Freude mit Ihnen teilen.« Und ein Jahr später, als Elisabeth und ich wieder in derselben Krankenhauscafeteria am selben Ecktisch saßen und Kaffee tranken, fragte ich sie, »Willst du mich heiraten?« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie lächelte, sie nahm meine Hand. »Ja«, sagte sie, »natürlich ja.« Es gab keinen Plan. Es gab nur 2 Ärzte, Kaffee und 7 Jahre des Wartens. Aber das war genug. Für uns war es immer genug. »Ich liebe dich«, sagte ich. »Ich liebe dich auch«, sagte sie. Das Leben ist seltsam. Es kann sich plötzlich in eine Richtung entwickeln, die wir nie erwartet hätten. Ich habe mir früher oft ausgemalt, was passiert wäre, wenn Elisabeth nicht den Mut gehabt hätte, zurückzukommen und wir uns nie wieder getroffen hätten. Aber ich glaube, das werden wir nie erfahren und das ist auch nicht nötig. Ich bin glücklich und denke nicht mehr über diese Fragen nach. Gibt es jemanden, von dem du dir wünschst, dass er zurückkommt? Schreib es gern in die Kommentare und wenn du mehr lange, emotionale Geschichten hören willst, vergiss nicht zu abonnieren.